Hallöchen, ihr Lieben. Der Chris wieder hier. Lange nicht gesehen. Warum, sehen wir in einem anderen Video. Im heutigen Video befassen wir uns mit Knoten. Ja, sieht man. Die Tasse ist aus einem Sylt-Urlaub, wo ich mit meinen Eltern mal war, vor vielen Jahren. Ach ja, wenn ihr mich nicht labern hören wollt, unten sind die Timecodes in der Videobeschreibung zu den einzelnen Knoten. Stammt aus einem Sylt-Urlaub und ich weiß noch, dass in dem Sylt-Urlaub wir einmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Seesternmäßiges hätten essen sollen und das sah total eklig aus und stattdessen gab es da Dino-Nuggets und da ging furchtbarer Wind und meine Schwester hat ihre Hand in eine Tür, in eine offene gehalten, dann kam Windstoß und dann hat die Tür ihr die Hand gebrochen und dann hat sie so einen potthässlichen Verband den ganzen Urlaub lang gehabt, so einen Gips und da kann ich mich heute noch dran erinnern. Sie wahrscheinlich auch. Also so geil fanden wir jetzt Sylt nicht. Aber Sylt findet man ja generell im Moment nicht geil, aus vielen Gründen. Ähm, Jedenfalls, heute geht es um Knoten. Es geht darum, euch zu zeigen, was sind die wichtigsten Knoten, die ihr beim Angeln können solltet, damit ihr in jeder Lebenslage euch ein passendes Rig binden könnt, das passende Vorfachmaterial miteinander verbinden könnt, Titan an Knoten, wie knote ich dickes Fluorocarbon beim Hechtangeln, wie ersetze ich zum Beispiel da auch mal vielleicht mal einen Snap, ja, wenn ich keinen Snap dabei habe beim dicken Fluorocarbon, gibt es einen Knoten, der bei dickem Fluorocarbon hält, wie zum Beispiel so ein Fettmonoknoten, wie verbinde ich zwei Schnüre, ja, gibt es ja immer so Blutknoten, lernt man in der Angelprüfung, aber was viel geileres ist eigentlich der FG-Knoten. Da braucht man dann auch keinen Albright-Knoten mehr. Oder wann nehme ich einen Grinner-Knoten her oder wann nehme ich einen Clinch-Knoten her? Was haben die beide für Vorteile? Was sind Palomar-Knoten? All sowas. Deswegen direkte Links zu den Timecodes in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt direkt rein. Viel Spaß damit und ja, ich hoffe, dass es euch hilft, wenn ihr mal wieder mit eiskalten Fingern irgendwo am Wasser steht und euch denkt, scheiße, ist schon wieder was abgerissen, jetzt muss ich wieder alles neu knoten. Ja, je öfter ihr knotet, desto schneller werdet ihr. Ja. Ah ja, und wenn ihr euch fragt, Alter, das sieht voll komisch aus, wie ihr die Knoten knotet in dem Video. Ich knote die Knoten so komisch, weil ihr irgendwie trotzdem ja sehen müsst, was ich da tue. Und deswegen breche ich mir fast die Finger dabei. Ja, genau. Viel Spaß dabei. Ciao. So, der erste Knoten, den wir uns anschauen, ist der Clinch-Knoten. Der Clinch-Knoten ist die erste Wahl, wenn es darum geht, einen Karabiner an Monofilament oder Fluorocarbon festzubinden. Grundsätzlich bei diesem Knoten, aber auch immer bei Knoten mit Monofilament und Fluorocarbon, seid vorsichtig beim Zuziehen, feuchtet den Knoten gut an, denn beim Zuziehen entsteht sehr viel Reibungshitze, die die Tragfähigkeit der Schnur negativ beeinflusst. Teilweise kann die Schnur sogar reißen. Die Wicklungen variieren. Bei dünnerer Schnur braucht ihr mehr Wicklungen. Bei dickerer Schnur braucht ihr weniger Wicklungen. Es gibt hier viele Variationen, auch welche, die sich besser für Geflecht eignen. Wir gehen hier aber nur auf den Basic Clinch Knoten ein, da wir für Geflecht einen anderen Knoten bevorzugen. Wir führen zunächst das Schnurende durch das Öhr des Wirbels oder des Snaps. Das Schnurende wickeln wir dann circa 5-mal um die Hauptschnur und halten es dann fest. Am Snap oder am Wirbel bildet sich dann ein Öhr oder eine Schlaufe. Durch diese Schlaufe schieben wir das Schnurende, feuchten den Knoten gut an und ziehen ihn mit Snap und Hauptschnur zusammen. Gegebenenfalls schieben wir den Knoten per Hand etwas zusammen. Auf die Reibung achten, dass die Schnur keinen Schaden nimmt. Deswegen vorsichtig zuziehen und den Knoten gut anfeuchten. Hier eine Variante, beispielsweise fürs Fliegenfischen, wenn euch sehr kalt ist und ihr kein Gefühl mehr in den Fingern habt. Am Knoten ändert sich nichts. Nur, dass ihr die Wicklung mit einer Zange macht oder einer Arterienklemme und am Ende mit der Spitze der Arterienklemme oder der Zange das Schnurende durch das entstandene Öhr durchzieht und somit die Wicklung nicht kompliziert mit den Fingern machen müsst. Wie so oft, Standard sind 5 Wicklungen. Bei dickeren Schnüren braucht ihr weniger Wicklung, bei dünneren Schnüren braucht ihr mehr Wicklung. Selbst ausprobieren.
Der nächste Knoten, den wir uns anschauen, ist der Grinnerknoten. Der Grinnerknoten ist die erste Wahl, wenn wir einen Karabiner oder einen Wirbel an Geflecht befestigen wollen. Sollte das Geflecht rutschen, kann man die Anzahl der Wicklungen erhöhen oder man führt das Geflecht einfach zweimal durch das Öhr, so wie ich das jetzt gleich im Beispiel mache. Der Grinnerknoten wird uns immer wieder begegnen. Der kann auch als Stopperknoten auf eine Schnur aufgeknotet werden. Man kann auch mit 2 Grinnerknoten 2 Schnüre direkt miteinander verbinden, also ist quasi auch ein Schnurverbindungsknoten. Er ist als Spulenknoten nutzbar und auch Bestandteil des Stahlverfachknotens, den wir uns später noch anschauen. Das heißt, er taucht sehr oft auf, entsprechend sehr nützlich, diesen Knoten zu können. Schwer ist er ohnehin nicht. Beim Grinnerknoten führt ihr zunächst das Schnurende durch das Öhr. Oder zweimal durch das Öhr, wenn ihr beispielsweise mit Geflecht arbeitet, das sehr zum Rutschen tendiert. Das Schnurende legt ihr dann parallel zur Hauptschnur. Dann führt ihr das Schnurende zurück Richtung Öhr und legt es über die beiden parallel verlaufenden Schnüre, die ihr jetzt hier seht. Das Schnurende kreuzt quasi diese beiden parallel verlaufenden Schnüre. Dann wickelt ihr das Schnurende mehrfach um diese beiden parallel verlaufenden Schnüre. Auch hier kommt die Anzahl wieder stark auf das Material und die Dicke der Schnur an. Auch beim Grinnerknoten liegt die Standardanzahl der Wicklungen wieder bei 5 Wicklungen. Bei dünnerer und geflochtener Schnur braucht ihr mehr. Bei dickerer sollten die 5 ausreichen. Und zieht den Knoten dann zu. Der nächste Knoten, den wir uns angucken, ist der Überhandknoten. Der ist super, wenn ihr beispielsweise sehr dickes, also eben hechtsicheres Fluorocarbon und Mono verwendet und hier am Ende einen Swimbait oder einen Spinnerbait anknoten wollt oder einen Jerkbait. Der fungiert quasi als Snap-Ersatz. Hier ist es ganz wichtig, ein Feuerzeug zu benutzen, um das Ende quasi zu verdicken, damit es nicht aus dem Knoten herausrutscht, der Knoten nicht aufgeht und ihr einen teuren Köder verliert. Der Überhandknoten ist außerdem Teilbestandteil vieler anderer Knoten, wo wir später auch noch drauf eingehen. Das ist der Grund, warum ich den Grinner und eben auch den Überhandknoten direkt hier am Anfang vom Video bringe. Im Endeffekt kann den Überhandknoten jeder, den kann jedes Kind und er ist eben auch Teil des Chirurgen, des Palomar oder des Stahlvorfachknotens, die wir uns gleich noch anschauen werden. Beim Überhandknoten kommt es auf 2 Dinge an. Die Schnurdicke muss entsprechend vorhanden sein beim Monofilament oder Fluorocarbon. Also ich glaube 0,8 mm ist das geringste, was geht. Und dass ihr das Ende mit dem Feuerzeug aufpilzt, damit dies als Stopper fungiert. Als erstes macht ihr einen normalen Überhandknoten, also eine Schlaufe und dann das Schnurende dort einmal durchführen. Dann den Köder auf das Schnurende aufziehen, dann das aufgepilzte Schnurende durch die entstandene Schlaufe führen und das Ganze zuziehen. Das aufgepilzte Ende dient dann als Stopper. Lässt sich auch einfach wieder aufschieben. Als nächstes haben wir den Stahlvorfachknoten. Den Stahlvorfachknoten, den kennt jetzt nicht unbedingt jeder. Ist aber auch nicht sonderlich kompliziert. Es ist ein idealer Knoten, um beispielsweise Stahl und Titan an Monofilament oder Fluorocarbon anzuknoten. Also wenn ihr eine Schlagschnur habt und dann vorne noch irgendwie eine Titanspitze dran macht. Er ist außerdem super, um ein hechtsicheres Fluorocarbon direkt ans Geflecht anzubinden. So spart ihr euch also quasi Schnurverbindungsringe, Wirbel etc. Im Endeffekt besteht der Knoten aus einem Grinnerknoten und einem doppelten Überhandknoten. Deswegen habe ich die beiden eben auch vorher schon im Video behandelt. Wenn ihr dickes Fluorocarbon
oder 1x1 Titan verarbeitet, dann ist eine Zange hier ein absolutes Muss. Ich werde im Anschluss auch noch eine vereinfachte Variante zeigen, mit der habe ich persönlich noch nicht so viel Erfahrung. Ich kann mir aber vorstellen, dass die für Titan eine ganz gute Variante ist, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass das Titan geknickt wird, nicht so hoch ist. Das Ganze ist nicht die beste Variante natürlich, um Stahl oder dergleichen an die Hauptschnur anzubringen, aber es ist natürlich besser, wenn euch was abreißt, damit weiterzumachen, als gar nicht mehr zu angeln. Man sollte natürlich immer vorsichtig sein mit Material, was sehr abriebstark ist und das mit sehr abriebempfindlichem Material zu kombinieren. Also wenn ihr beispielsweise eine Stahlvorfachsäge auf gut Deutsch benutzt oder ein mehrfädiges Titan benutzt und das direkt mit Geflecht zu kombinieren, das kann im Endeffekt eine schlechte Idee sein. Mache ich persönlich nicht, habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir sicher, das wird schief gehen. Beim Stahlvorfachknoten machen wir zunächst einen Überhandknoten. Dann führen wir das Ende der Schnur nochmals durch diesen Überhandknoten, also ein doppelter Überhandknoten. Dann ziehen wir den Knoten etwas zusammen, verdrehen ihn etwas, sodass sich durch die Starrheit des Materials eine Acht bildet. Durch die Öhre dieser Acht führen wir dann das Schnurende des anzuknotenden Materials. Das anzuknotende Material verbinden wir dann mit dem starren Fluorocarbon in diesem Fall mit Hilfe eines Grinnerknotens. Das heißt, wieder eine Schlaufe bilden und das Schnurende um beide Materialien drumherum führen. Anschließend den Grinnerknoten gut anfeuchten und zusammenziehen. Das starre Fluorocarbon ziehen wir mit einer Zange zusammen. Alles anfeuchten und beide Knoten ineinander rutschen lassen. Das Ende des Fluorocarbons kann man auch hier wieder mit dem Feuerzeug veredeln. Hier noch eine Variante des Stahlvorfachknotens, die ich gefunden habe, als es um die Verarbeitung von Titan ging. Hier wird kein doppelter Überhandknoten gemacht. Wir verzichten also auf den Achter, den ihr eben gesehen habt. Es wird ein einfacher Überhandknoten gemacht, da das Material Titan ja sehr starr ist, 1x1 Titan. Und weil wir vermeiden müssen, Titan zu knicken, denke ich, dass der auch ausreicht. Dementsprechend hier wird ein einfacher Überhandknoten gemacht. Durch das Ende wird wieder das andere Schnurmaterial geflochten oder eben Monofilament oder FC geführt und dann wieder mit einem einfachen Grinnerknoten verbunden. Ich selber habe den noch nicht benutzt.
Wir kommen jetzt zum Fettmonoknoten. Der Fettmonoknoten wird verwendet, um, wie der Name schon sagt, sehr dickes Fluorocarbon oder sehr dickes Monofilament zu verarbeiten, wird in der Meeresfischerei eingesetzt. Bei der Verarbeitung ist eine Zange und ein Feuerzeug ein absolutes Muss. Die Zange, um den Knoten ordentlich zuzuziehen, das Feuerzeug, um das Ende abzuflemmen, damit das nicht durch den Knoten rutscht. Man kann den wohl auch für Stahlvorfach nutzen. Ich persönlich habe das noch nicht gemacht, habe es noch nicht gebraucht. Gut, wenn es soweit ist, probiere ich den mal aus, aber ansonsten vermeide ich das. Beim Zuziehen vom Knoten Acht geben. Das Material ist einfach sehr störrisch und verzwirbelt sich natürlich, wenn ihr das in so einen kleinen Knoten hineinzwingt. Deswegen Acht geben beim Zuziehen, damit er sich eben ordentlich ums Hakenöhr legt. Ihr führt das Schnurende einmal durch das Hakenöhr. Ihr führt das Schnurende ein zweites Mal durch dieses Hakenöhr. Dann führt ihr das Schnurende wie bei einem Überhandknoten um beide Wicklungen und zieht dann Stück für Stück zu. Dabei Acht geben, dass das Material ist sehr starr, sich die Wicklungen sauber um das Hakenöhr legen. Abschließend zuziehen tut ihr dann den Haken mit einer Zange. Natürlich benutzt ihr die Zange immer nur am Schnurende oder am Haken. Niemals an dem Teil der Schnur, der später den Fisch tragen soll. Das Ende des Knotens muss unbedingt mit dem Feuerzeug aufgepilzt werden, da hier der Knoten gegen Rutschen gesichert wird. Als nächstes kommt der Palomar-Knoten. Der Palomar-Knoten ist ein super einfacher Knoten. Im Endeffekt wird auch hier wieder ein Überhandknoten verwendet. Der Palomar-Knoten ist super, um den Haken an die Schnur eben auch bei dünneren Durchmessern. Und der Vorteil von dem Palomar-Knoten ist neben seiner Einfachheit, dass ihr, wenn ihr das überstehende Schnurende durch das Hakenöhr führt und unten ein Dropshot-Blei befestigt, dann rutscht der Knoten in das Hakenöhr. Der Haken bleibt stehend auf der Schnur und somit habt ihr quasi ein Dropshot-Rig. Das heißt, der Palomar-Knoten ist auch geeignet, um ihn fürs Dropshot-Angeln herzunehmen. Das macht ihn ein bisschen vielseitiger als andere Knoten, wo man Haken befestigt. Hier bilden wir zunächst eine Schlaufe. Diese Schlaufe führen wir durch das Hakenöhr. Mit dieser Schlaufe binden wir dann einen Überhandknoten und stülpen die Schlaufe über den Haken. Und ziehen dann zu.
Als nächstes kommt der Perfection Loop. Der Perfection Loop ist ein Schlaufenknoten. Im Vergleich zum traditionellen Schlaufenknoten hat er jedoch einen entsprechenden Vorteil. Das geknotete Öhr beim Perfection Loop bildet eine gerade Linie zur Schnur. Beim normalen Schlaufenknoten steht die Schlaufe seitlich ab. Wird vorrangig beim Fliegenfischen eingesetzt, um eine Schlaufe-in-Schlaufe-Verbindung vorzunehmen. Und mit so einer Schlaufen-in-Schlaufen-Verbindung habt ihr außerdem eine super leicht lösbare Verbindung. Nicht die optimale Tragkraft, aber sehr leicht zu lösen. Hier bilden wir mit dem Schnurende eine Schlaufe, fixieren diese mit den Fingern. Dann formen wir mit dem Schnurende eine zweite Schlaufe darüber, fixieren diese mit dem Finger. Und legen dann das Schnurende zwischen diese beiden Schlaufen, fixieren es wieder mit dem Finger, packen dann die obere Schlaufe und ziehen diese obere Schlaufe durch die untere Schlaufe. Als nächstes kommen wir zum Chirurgenknoten. Wer hier einen komplizierten Knoten erwartet, liegt falsch. Der ist total einfach. Im Endeffekt ist es ein doppelter Überhandknoten, der zwei Schnüre miteinander verbindet. Ist also ein Schnurverbindungsknoten, um beispielsweise zwei Stücke Mono miteinander zu verbinden oder FC. Der Nachteil ist allerdings, dass er eine deutlich geringere Tragkraft hat als andere Verbindungsknoten. Er ist super, wenn ihr ähnliche Durchmesser miteinander verbindet. Was ihr beachten solltet, ist, dass ihr den sehr vorsichtig und gleichmäßig zusammenzieht, damit er auch seine Tragkraft eben auch hat, die wenige, die er eben hat. Ihr solltet ihn nicht verwenden, um Geflecht mit Monofilament oder Fluorocarbon zu verbinden, weil das sägende Geflecht das Mono durchschneiden wird im Knoten, wenn ihr anzieht. Der Vorteil ist vom Chirurgenknoten, ihr könnt ihn beispielsweise, wenn ihr den knotet, eines der Schnurenden könnt ihr länger lassen und dieses abstehende, nach oben abstehende Schnurende, ganz wichtig, könnt ihr dann beispielsweise für einen Seitenarm hernehmen, bei einem Dropshot-Rig, oder ihr könnt den Seitenarm hernehmen, zum Beispiel kommt er beim Kickback-Rig auch zum Einsatz. Das ist also ein sehr vielseitiger Knoten, wenn es um die Finesse-Angelei geht. Die beiden zu verbindenden Schnüre legen wir parallel, am besten 10 cm Minimum, und bilden dann mit beiden Schnüren einen Überhandknoten. Und machen daraus einen doppelten Überhandknoten. Wir führen also die Schnur einfach nochmal durch das entstandene Öhr und ziehen den Knoten dann angefeuchtet gleichmäßig zu. Hier ist es wirklich wichtig, dass wir gleichmäßig an allen Schnurenden ziehen, damit sich dieser Knoten sauber legt. So, kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsknoten, dem FG-Knoten. Der FG-Knoten ist der Goldstandard, um beispielsweise, wenn ihr Geflecht als Hauptschnur habt und wollt vorne ein Stück Monofilament festbinden, dann ist es eigentlich der beste Knoten, den es gibt, weil das Monofilament oder Fluorocarbon nicht geknickt wird und somit der Knoten sehr, sehr wenig aufträgt und auch gut durch die Rutenringe gleitet. Theoretisch kann der sogar aufgekurbelt werden. Der hält durch Reibung und hat nahezu 100% Tragkraft. Die Sache ist, er ist ein bisschen zeitintensiv zum Binden, allerdings mit etwas Übung geht er doch relativ schnell zu binden und er ist nicht kompliziert, wie alle Leute sagen, denn im Endeffekt besteht er nur aus 3 Einzelschritten, wovon nur einer ein bisschen tricky ist. Und wenn ihr das aber einmal gerafft habt, dann kriegt ihr das immer hin. Und er ist nicht gut für eure Zähne. Aber gut, egal. Da kommt ihr selbst drauf, wenn ihr den benutzt. Zunächst spannen wir die geflochtene Schnur. Anschließend nehmen wir das Monofilament und legen dieses senkrecht zum Geflecht
auf das Geflecht drauf. Danach nehmen wir das Ende des Monofilaments und führen es einmal unter dem Geflecht durch, oberhalb von unserem Kreuz, und dann führen wir es nochmal unter dem Geflecht durch, unterhalb von dem Kreuz, die ein Geflecht und Monofilament bilden. Anschließend, deswegen brauchen wir genug Monofilament als überstehendes Ende, ziehen wir an beiden Enden, so springt die Wicklung, die wir mit dem Monofilament vorgenommen haben, auf das Geflecht über und das Geflecht legt sich x-förmig um das Monofilament. Diesen Vorgang wiederholen wir bis zu 20 Mal. Es ist wichtig, das Monofilament konstant unter Spannung zu halten, weil sich sonst die Wicklungen des Geflechts um das Monofilament lösen würden. Wenn wir die Spannung beim Monofilament loslassen, ist es wichtig, dass wir das Kreuz, was wir hier sehen, mit Zeigefinger und Daumen sichern, dass es nicht aufspringt. Am Ende der 20 besagten Wicklungen nehmen wir das Ende des Geflechts und wickeln einen halben Schlag um das Schnurende des Monofilaments herum. Wenn wir diesen halben Schlag gemacht haben, müssen wir die Wicklung nicht länger mit Daumen und Zeigefinger sichern. Anschließend nehmen wir das Monofilament in die eine Hand und die Hauptschnur in die andere Hand und ziehen kräftig an. So frisst sich der Knoten in das Monofilament hinein und der Knoten hält durch Reibung. Anschließend nehmen wir weitere 4 halbe Schläge und fixieren somit das Monofilament mit dem Geflecht zusätzlich. Nun trennen wir das Ende des Monofilaments mit einer Schere und, der Schritt ist optional, verpilzen dieses Ende mit dem Feuerzeug. So rutscht das Monofilament auf gar keinen Fall mehr aus dem Geflecht heraus.
Wenn wir das Monofilament mit diesen besagten 5 halben Schlägen gesichert haben, nehmen wir nochmals das Ende des Geflechts und verbinden dieses mit weiteren halben Schlägen mit der Hauptschnur. Manche machen das einmal, manche machen das bis zu 20 Mal. Es geht hier einfach darum, dass der Knoten einen feineren Übergang bildet und der Knoten leichter durch die Rutenringe läuft. Hier gehen wir mal auf die Basics des Stahlvorfachklemmens ein. Wir brauchen zunächst Wirbel, Klemmhülsen, Snap, Schrumpfschlauch und Stahlvorfach. Als Werkzeug brauchen wir eine Feile, ein Feuerzeug, eine Klemmhülsenzange und einen Drahtschneider. Zunächst ist die Feile ganz nützlich, um die Klemmhülsen etwas zu begradigen. Manchmal stehen bei den Klemmhülsen spitze Kanten über, die unser Stahlvorfach bei Belastung beschädigen können. Die Klemmhülsenzange habe ich etwas bearbeitet, und zwar habe ich rechts und links die beiden äußersten Zähne mit einer Feile entfernt, damit, wenn wir später die Klemmhülsen klemmen, die Enden der Klemmhülse keine scharfen Kanten bilden, sondern offen und rund bleiben und wir die Quetschungen nur in der Mitte haben. Anschließend, wenn wir dann anfangen, führen wir den Schrumpfschlauch aufs Stahlvorfach auf, dann die Klemmhülse, dann den Wirbel und dann fädeln wir das Ende des Stahlvorfachs durch die Klemmhülse. Nehmen das Ende der Klemmhülse nochmal und verstecken es eben in der Klemmhülse, damit es nicht mehr nach außen übersteht und sich nichts da drin verfangen kann. Können dann das Öhr des Stahls größer oder kleiner gestalten. Und dann klemmen wir das Ganze mit der Klemmhülse fest. Und mit dem Schrumpfschlauch, wenn wir ihn über den Snap schieben, noch zusätzlich beeinflussen, ob der Snap oder der Wirbel vorne mehr oder weniger Spiel hat. Beim Abflemmen des Schrumpfschlauchs ist darauf zu achten, dass das Stahlvorfach nicht zu sehr erhitzt wird. Wenn wir das Stahlvorfach zu sehr erhitzen, dann büßt es an Tragfähigkeit ein.
Das Erhitzen des Stahlvorfachs bis zu dem Punkt, wo es glüht, ist dann von Vorteil, wenn wir das Stahlvorfach abschneiden wollen und einen sauberen Schnitt haben wollen, der sich nicht aufdröselt. Denn sobald sich Stahlvorfach aufdröselt, kriegt ihr es nicht mehr vernünftig in Klemmhülsen verarbeitet. Nun wieder zunächst den Schrumpfschlauch aufs Stahlvorfach auffädeln. Dann die Klemmhülse auffädeln. Dann den Wirbel auffädeln. Das Ende des Stahls durch die Klemmhülse und wieder zurück, damit es nicht übersteht. Das überschüssige Stahlvorfach herausziehen, damit das höher, kleiner wird am Wirbel. Zusammendrücken mit der Klemmhülsenzange. Schrumpfschlauch drüber. Abflemmen, fertig ist das Stahlvorfach. So, das war's für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Sorry wegen der schlechten Audioqualität. Das musste ich ein bisschen improvisieren, musste mit dem Handy aufnehmen. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gern Daumen hoch geben und ein Abo dalassen. Danke euch, bis dann. Ciao, ciao.